Willkommen auf Atoms, Freunde. Wir haben Jahr 2026. Ich hoffe, dass ihr alle in das Jahr 26 gut reingekommen seid und gesund seid und motiviert seid, auch was anders zu sehen als das, was man jeden Tag geboten bekommt. Wir befinden uns in Alanya Tepe. Tepe ist der Hügel. Jenny hat gemeint vorhin, das ist kein Grundstück, das ist einfach nur ein Hügel. Aber deshalb hat man dann diese grandiose Ausblick. Was sagst du dazu, Jenny? Also der Ausblick ist schon einzigartig von hier oben. Wenn man oben ist, dann ist schon sehr, sehr schön. Ja. Ich finde, rechts von Burg ist zwar interessant zu sehen, aber links Hafen und so weiter sehen, rundet das Ganze nochmal auf. Wir haben hier eine Villa zu präsentieren, Freunde, mit einer Galerieöffnung. Wir haben zum Beispiel jetzt draußen kalte Luft und wenn man sich hinter diese Verglasung reinsetzt, ist wie wenn man Wintergarten hätte. Aber wir gehen die Daten einzeln durch. Wir haben hier 500 Quadratmeter Grundstück. Wir haben hier eine Sauna. Wir haben hier mehrere Schlafzimmer, die wir alleine zusammen durchgehen. Ich würde sagen, wir starten. Natürlich haben wir einen Pool hier. Dieser Pool hat auch Jacuzzi-System, ist auch wegen den Kindern abgesichert worden, finde ich gut, weil diese Villa sehr, sehr gut zum Vermieten ist, Jenny. Die Leute rasten aus, deswegen haben wir hier auch so viele Betten. Hier haben wir noch mal eine überdachte Terrasse. Man könnte hier komplett auch verglasen, indem eben im Winter windgeschützt hier gelebt werden kann, wenn man grillen möchte und so weiter. Geh mal bitte vor, hier hat man schon einen Tisch, Stühle draußen hingestellt. Wir kommen jetzt in die Immobilie rein. Ja, ein Esstisch mit 8 Stühlen. Hier hat man wirklich auf mehrere Personen die Villa ausgerichtet. Weil wenn so viele Menschen eben hier wohnen, zahlen auch mehr Geld. Hier haben wir die Küche, auch groß, komplett ausgestattet. So wie ihr das Video seht, wird auch verkauft. Sehr viele Schubladen, Elektrogeräte, Wasserfilter, ja, Kühlschrank, Ofen, Herd, alles dabei. Ich finde es auch total schön, dass der Bereich, obwohl alles sehr offen und sehr hell ist aber trotzdem dieser Bereich abgetrennt. Und wer jetzt sagt, ich will keine Küche im Wohnzimmer haben, hier wäre ja dann sogar theoretisch die Möglichkeit, dass man da eventuell zumachen könnte. Wobei ich dieses offene, ich persönlich finde das total schön. Aber du hast recht, indem man mit einem Glas Schiebetür dazu macht, würde man sich eben ein bisschen abkapseln. Aber ich finde, von der Küche zum Essbereich servieren ist sehr praktisch und man hat den Dialog auch, finde ich, mit Wohnzimmer. Hier haben wir einen Kamin, komplett mit Marmor zugepflastert. Auch das ist sehr, sehr gut. Und das ist diese besagte Galerieöffnung, Freunde. Diese Fensterfront geht eben bis unterm Dach hier. Jenny? Ja, wirklich toll. Ihr seht, wie klein Erdschan daneben ist, ja, wie groß diese Galerie ist. Obwohl ich der Riese bin. Ja. Wir haben hier Klimaanlage, die nicht aufs Raum so pustet. Das ist ein spezielles Samsung-Gerät. Dann hat man auch die Möbel und so weiter schön eingerichtet. Ich finde, ein europäischer Stil ist hier zu sehen. Und dann gehen wir mal in das Schlafzimmer Nummer 1, Jenny, im unteren Bereich. Man müsste gar nicht sich groß bewegen, um eben in dem Zimmer schlafen zu können. Jetzt ist da ein Office eingerichtet, aber normalerweise ist es ein Schlafzimmer. Was die Räume haben als Besonderheit ist Bodenheizung. Jedes Zimmer hat Bodenheizung. Mit diesem Thermostat kann man eben Temperatur einstellen, dann wird das beheizt. Im unteren Bereich haben wir natürlich eine Dusche, weil eben hier ein Schlafzimmer sich befindet. Ja.
Wir sind ja von hier rein und die Eingangstür hat so Fingerablesmechanismus, dass das eben so mit Fingerabdruck geht. Wir gehen hoch und zeigen euch die Räume im oberen Bereich. Schaut euch das an, Freunde. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Ja, je offener, desto besser, findest du nicht? Total. Wir sind eben im ersten Stock und man hat überall abgesichert, falls Kinder da sind, dass die eben nicht hinfallen. Böden im kompletten Haus ist Naturstein und sehr, sehr gut im Schuss noch. Dann oben angekommen haben wir das zweite Schlafzimmer hier mit ein Stockbett, schön gestrichen. Ja, Klimaanlagen habe ich euch erwähnt. Kleinen Balkon hier. Auf die Seite. Ja. Und es wird euch nichts mehr negativ überraschen, Freunde. Hier ist rechts, links, vorne, hinten alles schon gebaut. Das heißt, nächste Zeit wird hier in der Nähe keine Baustelle sein. Weit weg, ja. Und Thermostat hier auch im oberen Bereich mit Bodenheizung bestückt. Das finde ich eben sehr, sehr wichtig für den Winter. Hier haben wir zweite Badezimmer, erste im oberen Bereich. Mit einer Wanne, dass man auch baden kann im Winter zum Beispiel. Dann haben wir drittes Schlafzimmer. Hier, Freunde. Also ich sehe, Jenny, dass die Eigentümer die wichtigsten Sachen schon erneuert haben, wie die Klimaanlagen, die zum Heizen und Kühlen sind. Ansonsten ist das ganze Haus kameraüberwacht, technisch einfach neuesten Zustand, Internet, alles da. Dann haben wir hier Hauptschlafzimmer, auch gemütlich. Total. Ach, Schau mal das Bett an, auch sehr, sehr nicht gespart, 1,60 mal 2 Meter, sondern das ist 2 mal 2 Meter. Und hier haben wir nochmal einen Balkon, ich mache mal auf, komm mal raus. wow. Also hinter dem Fenster genießt man, und wenn man die Tür aufmacht, ist ein leichter Wind, Jenny. Das bleibt eben im Sommer auch. Deswegen ist im oberen Bereich in Alanya zu leben eine andere Qualität wie in der Stadt, wo eben im Sommer die Luft steht. Geh bitte vor. Masterschlafzimmer, wie sich's gehört, hat einen eigenen Ankleidezimmer. Echt toll. Also, die haben wirklich an alles gedacht. Und das Badezimmer gehört auch dazu. Ich finde das zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Hauptschlafzimmer, Badezimmer sollten von anderen, die im Haus wohnen oder leben, nicht benutzt werden. Und total schön lichtdurchflutet. Alles. Also, ich finde generell alle Räume sehr lichtdurchflutet. Genau. Also auch Babybett, alles bleibt dran. Wir gehen ganz unten, das ist Überraschung, was da unten sich noch befindet. Ich finde, geschlossene Räume in Alanya sind sehr, sehr wichtig, weil man hier keinen Keller hat. Staut sich alles auf, die Sachen, die man nicht jeden Tag braucht, dass man irgendwo abstellen kann, und diese Räume zeigen wir euch gleich. Unten angekommen, Freunde, ihr werdet sagen, warum ist da dunkel? Es ist die Ruheraum. Das heißt, wenn man Sauna reingegangen ist und zwischendurch sich hinsetzen möchte, ist hier, und die Sauna befindet sich eben. Cool, mit blauem Licht. Das finde ich jetzt richtig cool. Und ich finde, 3, 4 Leute könnten sitzen, nicht liegen. Dann haben wir hier neben der Sauna auch einen Raum, die haben nur so gestaltet. Man könnte hier weiter gestalten, aber das Wichtige ist, Wasseranschluss ist da, Trockner und Waschmaschine ist hier. Man könnte komplett die Zeile richtig schön machen, und Durchlauferhitzer für Warmwasser im Winter auch hier vorhanden. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Geschlossene Räume sind Gold wert. Dann hat man hier ein Gitter gebaut, ich weiß nicht warum, aber die ist da. Und wenn man Gäste hat, die einfach viel geworden sind, die können auch hier unten schlafen. Deswegen hat man hier 2 Betten hingestellt und eben als Gerümpelkammer. Die Räume ganz unten haben auch Tageslicht, also
Luft und Licht. Das ist sehr wichtig, deswegen auch nirgends Schimmel oder Feuchtigkeitsspuren. Hier, das ist das größte Raum. Hier könnte man zum Beispiel rundherum, meiner Meinung nach, viel besser aufgeräumte Aufbewahrungsschränke einbauen, dass man eben das Gerümpel einfach gut organisiert aufgestaut hat. Aber oder ihr seht ja, zum Beispiel hier haben die Leute angefangen, irgendwie was zu malen. Das könnte auch so ein Gestaltungsraum. und das hier, Jenny, könnte man auch draußen machen. Hier hat man das gemacht. Schaut euch mal das an, wie viele Gläser, wie viele Sevas, Klopapier einfach als Speisekammer oder als Restlager ist hier eigentlich super geeignet, findest du nicht? Voll cool. Also ich finde, Hier kannst du hamstern. ja, vor allem Jenny, wir haben ja jetzt mittlerweile das 6. Jahr hier unter uns und in 6 Jahren sammelt sich mehr auf, wie wenn du 6 Monate hier bist. Je länger du lebst, desto mehr kannst du dich von manchen Sachen nicht lösen, die du vielleicht einmal im Jahr brauchst. Dafür brauchst du Räume, die du eben dafür hernimmst. Genau. Dann gehen wir hoch. Das war untere Geschoss, auch groß. Wir gehen jetzt hoch und beenden unser Video von einer traumhaften Kulisse. So Freunde, wir sind draußen, gehen auch ein bisschen Außenbereich durch. Die Anlage steht schon länger, deswegen sind die Bäume auch richtig groß. Sogar im Garten Beleuchtung. Die Wärmepumpen sind hier und man könnte hier eventuell eben in das Schlafzimmer noch reingehen, aber um das Haus herum kann man hier rechts von Eingang nicht rumlaufen. Und hier könnte man bis nach vorne gehen. Geh durch, Jenny. Das Auto könnt ihr direkt vor der Haustür parken und dann ist das Ganze mit 2, 3 Treppen zu erreichen. Wir sind halt auf dem Berg, Freunde, und das merkt man, wenn man hier hochkommen möchte. Hinter uns ist nur Fels und die Natur. Das Haus ist zu verkaufen. Wichtigster Punkt erwähne ich jetzt. Hier über das Haus kann man, weil das Haus eine Türkin gehört und seit 5 Jahren ihr gehört, kann sie die türkische Staatsangehörigkeit mitgeben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte in der Türkei weniger Bürokratie haben und mit Aufenthaltstitel und so weiter nichts zu tun haben, dann nimmt man als Zusatz die türkische Staatsangehörigkeit und lebt hier mit den Rechten und Pflichten, was ein Türke hier so auch macht. Ansonsten, das Haus zeigen wir von außen nochmal. 549.000 Euro Verhandlungsbasis für ein Haus mit Staatsangehörigkeit und viel Raum und grandioser Ausblick. Bis zum nächsten Mal.